6 Kilo Masse. Ja. Die 1,78 groß ist. Genauso groß wie du. Wäre mit, glaube ich, das Größte, was wir bisher gemacht haben. Boah, schmeckt das krass. Ich sag mal, der Tropical Donut Tower. Viel Spaß. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge. Heute geht es natürlich wieder einmal um den nächsten Stempel im Big M Lifetime Pass und dabei sind wir nach Köln gereist und zwar zu Dream Donuts mit Z am Ende. Hier gibt es Donuts, Matcha, Coffee, Ice Cream, aber die Jungs haben mich herausgefordert heute die erste Donuts Challenge hier durchzuführen mit Big M und ich bin echt gespannt, was die vorbereitet haben. Ich weiß noch nicht, wie groß, wie hoch und was auf mich wartet. Aber eins weiß ich, es wird süß, es wird klebrig und, glaube ich, sehr, sehr bunt. Denn ihr habt es euch natürlich mal wieder gewünscht, dass eine süße Challenge kommt. Für mich immer natürlich sehr anspruchsvoll, weil es gar nicht vergleichbar ist wie mit anderen Sachen, Fleisch, Barbecue etc. pp. Was ich auch alles liebe. Aber heute geht es nur um süß und um wirklich, ich sag mal, den Zuckerschock pur. Deswegen ist natürlich auch wieder das Cookie Monster zurück. Und damit würde ich sagen, lasst uns reingehen und schauen, was die Jungs und Mädels von Dream Donuts heute für uns so parat haben. Wir haben Platz genommen mit dem lieben Gimo. Gimo, erstmal danke für die Einladung, mein Lieber. Kein Problem. Ich habe den Leuten schon ein bisschen was gesagt, auf jeden Fall, dass es Donuts gibt. Aber was hast du heute für uns parat? Also, wir haben immer schon deine Videos gesehen. Wir haben dich auf jeden Fall lange verfolgt. Wir haben gesehen, du isst sehr viel. Aber mir hat eine Kleinigkeit gefehlt und das sind die Süßigkeiten, also etwas Süßes. Deswegen dachte ich mir so, okay, warum laden wir dich nicht ein auf unsere Challenge? Aber vorab, ich wollte dich erst mal kurz fragen, wie groß bist du ungefähr? Also, Ausweis oder offiziell? Ausweis, sagen wir Ausweis, sagen wir Ausweis. Also ich sag mal, auf meinem Ausweis steht 1,80. Okay. Damit ich immer sage 1,80, aber ich sag mal mittlerweile so zwischen 1,77, 1,78 ist vielleicht wahrscheinlicher. Okay, weil wir haben für dich eine Challenge überlegt. Die Challenge lautet, dass wir einen Turm machen von Donuts, die 1,78 groß ist, wie du. Und du sollst alles davon wegessen. Ernst, so groß wie ich? Genauso groß wie du. Meinst du ernst? Ich meine das Todesernst. Okay, das ist krass. Kriegst du es hin? Denkst du, du bekommst das? Also ich weiß nicht, wie viel es ist, aber also ich muss sagen, das wäre mit, glaube ich, das Größte, was wir bisher gemacht haben. Deswegen wäre das, ich sag mal, vor allem, weil es auch süß ist und mal was ganz anderes. Komplett was anderes. anderes. Das, glaube ich, richtig, richtig krass. Bei mir gibt es ja immer Süßes am Abschluss eigentlich Genau, vom Dessert. Deswegen haben wir uns überlegt, also wir von unserem Team haben uns überlegt, endlich mal was Süßes, dass du jetzt mit was Süßem reinsteigst. Wir haben schon alles gesehen von dir, deine ganzen Pizzen, deine ganzen Steaks, deine ganzen Dürüm, alles haben wir schon gesehen. Aber wir dachten uns, okay, der muss was Süßes haben. Boah, das sind wahrscheinlich auch viele Geschmäcker und so. Ne? Viele verschiedene, wir haben Pistazie, Drachenfrucht, alles mögliche. Unsere Hausspezialitäten haben wir auch da, deswegen das wird eine sehr exotische Sache. Also es hört sich geil an, ich habe es auch noch nie gemacht. Ich will auch mal wissen, glaube ich, wie viele Donuts ich essen kann. Ich bin mal gespannt, wie viele es auch nachher werden. Ja. Deswegen würde ich sagen, kostenloses Essen für die Ewigkeit, wenn ich es schaffe. Kostenloses Essen für die Ewigkeit. Ich nehme die Challenge an. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich bin auch jetzt gespannt, wie es zubereitet wird und wie es nachher aussieht. Ich glaube, es könnte ein echtes Kunstwerk auch noch werden. Und dann würde ich sagen, let's go. Let's go. So, mein Lieber, damit ist es soweit. Wir haben unseren Donut Tower vor uns und was man jetzt schon mal sagen kann, als wir das Ganze vorbereitet haben, was man nicht berechnet hat, ist quasi das Gewicht. Ne? Genau. Was, ein Donut wiegt wie viel jetzt? 200 Gramm. Wir haben es nochmal abgewogen extra, Genau. ne? 200 Gramm ein Donut. Und dadurch haben wir jetzt hier quasi 30 Donuts sind es, glaube ich, geworden. Ne? Genau. Und damit 6 Kilo Masse. Ja. Und was wir nicht berechnet haben, dass sie sich natürlich dann dadurch platt drücken, sodass, ich sag mal, man sieht es jetzt hier, wie es immer weiter rutscht, ne? Sodass quasi die 1,80 Meter, quasi, die wir ausgerechnet haben, bei, wie hoch war nochmal ein Donut, den wir gemessen haben? Ein Donut ist ungefähr 4 bis 5 Zentimeter Ja. hoch, wiegt jeweils 200 Gramm ungefähr. Plus wir haben noch eine Ananas-Schicht immer dazwischen für Stabilität. Ist auch wieder 1 Zentimeter hoch. Es ist dann wirklich schade, dass das jetzt wieder so, ich sag mal, aussieht, aber das ist halt einfach die Masse. Und wir werden jetzt natürlich sehen, weil
viele glauben vielleicht jetzt auch gar nicht, dass das 30 Donuts sind. Und das werden die ja Aber es sind 30 Donuts plus Immer, 30 Ananasringe, ne, die wir auch noch so mit Glasur gemacht haben. Plus noch ein Eis oben Plus drauf. noch ein Eis oben drauf, das darf nicht fehlen, was schon noch am Schmelzen ist. Also ihr seht, es ist einfach, also so, ich habe sowas noch nie gesehen. Ist wirklich eine Zuckerbombe. Genau. Also es ist, ich weiß auch gar nicht, wie viele Kalorien das Ding hat. Boah. Will ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht wissen. Aber weißt du, worauf ich jetzt Bock habe? Also, Zeitlimit, hast du gerade gesagt, 74 Minuten, weil ihr auf Genau. der Weidengasse Gasse 74 seid. 74 Ne? Finde ich auch eine coole Sache. Ja, über 6 Kilo Donuts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer auf geht's in die legendäre Dream Donuts, größte Donut Tower Challenge. Ich sag mal, der Tropical Donut Tower. Viel Spaß. Let's go. Und dann würde ich sagen, soll ich mit dem Eis anfangen, bevor es schmilzt, oder soll ich in den Donut reingehen? Fangen wir mit dem Eis erst Soll ich mit mal dem an. Eis an? Komm, dann nur ganz leicht. Ich denke mal, das ist ja wie so eine Art Deko jetzt, ne? Ja, genau. Vanille. Genau. Geil. Mit Schokostreusel ein bisschen drauf. Wenn es am Ende überlebt, hol es mir am Ende nochmal rüber, Gerne. weil ich bin jetzt auf die. Es ist mein Dessert. Normalerweise gibt es auf dem Kanal ja immer ein Dessert. Das Eis, wenn es am Ende noch da ist, ist es das Dessert. Auch wenn ich es vom Boden wahrscheinlich nachher süppeln muss. Aber ich gehe rein. Pink. Genau. Das ist einmal unsere Drachenfrucht. Unsere Das ist ja schwer. Hausspezialität. Halleluja. Genau, Hausspezialität mit einer Vanillefüllung drin. Alter, das ist ja unnormal schwer. Wie gesagt, 200 Gramm. Das ist ja nicht gelogen. Wir haben es auch gemessen. Wir haben es mit dir gemessen. 200 Gramm. Mit einer Vanillefüllung drin. Ist auf Creme-Pudding-Basis. Meiner Meinung nach ist das ist eine Hausspezialität. 95% unserer Kunden feiern das. Meiner Meinung nach, wäre ich jetzt nur ein Kunde, ist das meine Lieblingssorte von allen. Ich gehe rein. In den ersten Donut. Drachenfrucht. Mit Vanillepuddingfüllung, ne? Ja. Let's go. Boah, wird das eine Challenge. Boah, wird das eine Challenge, Leute. Schaut euch das mal an. Als die ganze Creme-Pudding-Füllung, jetzt weiß ich auch, warum das Ding so schwer ist, was da alles noch drin ist neben dem Teig, ne? Halleluja. Also mit den aber Füllungen schmeckt geil. sparen wir gar nicht. Also nicht denken, dass wir das jetzt wegen ihm das jetzt machen oder so. Bei allen unseren Donuts, die sind immer full gefüllt. Also damit ist der erste Donut durch. Warten nur noch 29. Ich bin gespannt und würde sagen, ich gehe rein da und bin echt auch nachher selber mal gespannt, welcher mir am besten schmeckt. Perfekt. Aber ich würde sagen, ich knall mir jetzt erstmal den hier und schau mal, womit der ist. Und mit Pistazienstein drüber. Auf geht's in Donut Nummer 2. Erstmal einen schönen Ananasring für die Frische. Geil. Also, der nächste durch. Ich würde sagen, ich schau mal, dass ich so nach und nach jetzt mal so einen bekomme, weil der sieht nämlich jetzt hier schon mal wieder so richtig. Das könnte auch meiner sein. Das ist jetzt so eine Vanillefüllung, ne? Mit Oreo-Stücken, ne? Genau, weiße Schokolade oben drauf mit Oreo-Stückchen Das drauf. sieht auch wieder richtig geil aus, ne? Also ich muss ja sagen, ich bin ja sowieso so ein Oreo-Fan und damit weißer Schokolade könnte auch meiner sein. Geil. Ja? Freut mich. Schmeckt mir besser als eine Pistazie sogar. Ja? Freut mich sehr. Geil. Weil du dort oben diese Stückchen? Oreo-Stückchen? und dann ist das nochmal so ein bisschen härter, weißt du? Ja, genau. Plus dieser weiche Donut. Boah. Aber es wird echt, also man merkt es, ne? Aber man merkt es wirklich. Boah, Halleluja. Jetzt haben wir Donut Nummer 4. 3 habe ich durch. Das ist diese Homer Simpson. Hast du nicht gesagt, oder? Genau, das ist die Erdbeerglasur, die wir auch für Homer Simpson benutzen. Die habe ich aber auch noch unten noch einmal mit Streusel, bunten Streusel. Das ist Okay. dann der wahre Homer Simpson. Und das jetzt so oben, weißt du? Das ist eine weiße, also das ist einmal Erdbeerglasur mit Kokosraspeln drauf. Kokosraspeln. Genau. Oh, geil. Ich bin ja sowieso so ein Kokos-Fan. Deswegen schmeckt es für mich natürlich auch so geiler. Vor allem Erdbeerkokos ganz gut. Gefällt dir die Kombination? Ja. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich glaube, Stand jetzt wäre gerade der Oreo noch mit. Der so mein Oreo? Favorite. Ja. Aber es ist halt geil, diese Abwechslung. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen angenehmer zum Essen. Ich sag mal so, dann mich mir jetzt den 5. Das sieht nach Bueno aus, wenn ich hier schon richtig schaue. Mit einem Ananasring. Hätte ich jetzt quasi schon, ich sag mal, das, was eigentlich die meisten maximal schaffen würden, durch. Den hat auch Dings sehr gefeiert, der Sabex. Ach, der war hier, ne? Genau, mit der mit Sabex. Evanio. Liebe Ja. Grüße gehen natürlich Genau, raus. die waren beide hier, die haben den auf jeden Fall sehr gefeiert. Boah. Liebe Grüße nochmal. Boah, ich hab den jetzt selbst mit anderen. Ich will den mal ohne Ananas.
Ja, schmeckt so geil. Boah. Aber auch wie die Dubai-Füllung, ne? Also Dubai oben drüber, sehr mächtig, ne? Ja. Also das scheppert schon rein, das ist was anderes als das Erdbeere. Dann nehmen wir den nächsten, Bueno durch, gehen in den, müsste der 6. sein, ne? Boah, Du warst der 6. müssen wir mitzählen, ey. Ich glaube, es ist der 6. Ansonsten, Ich bin schon nach dem 3. bin ich raus gewesen. Da dachte ich mir ansonsten so, fürs das ist krass. YouTube-Video haben wir sowieso oben einen Counter. Aber ich glaube, es ist der 6. Drachenfrucht jetzt wieder. Also, damit würde ich sagen, genieße ich mal ein bisschen. Jetzt habe ich ja alle mal so gefühlt einmal durch, ne, bis auf den gleich. Und schau mal, wie weit ich komme, ne? Alles klar. Alles klar. Ich Leute, dir noch viel Spaß. danke dir. Ich ne? geh schon mal raus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Easy. Dann guten Appetit. Dankeschön. Bitteschön. Damit haben wir aber jetzt 8 Donuts durch. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ist tatsächlich der gelbe, war wieder, was war nochmal der gelbe jetzt? Müsste Vanillepudding sein, oder? Zitronenfüllung. Und dann mit einem Ananasring, der quasi hier wieder mit ein bisschen Erdbeerglasur, glaube ich, ist, ne? Das pinke also. Also, rein Zitrone. Zitrone hat auch was. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr von früher diese Zitronenkuchen, die man immer so irgendwie als Kind mit diesen Ringkuchen gemacht hat? So vom Geschmack her, ne? Nur halt einen, ich sag mal, wirklich richtig krassen Zitronengeschmack. Und dann mit der Ananas oben drüber, hat auch was. Nummer 11 habe ich gerade gehört. Dann gehen wir rein in Donut Nummer 11 und holen uns den mal hier raus. Oh, Halleluja. Schön hier mit der Drachenfrucht jetzt wieder, ne? Ananasring oben drauf. Also mal wieder was anderes. So. Also, das ist das, was ich meine. Es klebt halt überall, ne? Boah. Ich wollte gerade sagen, wo kommt das her? Wisst ihr, was ich gerade habe? Ich habe gerade so einen Drachenfruchtring und so eine Ananas, die auf jeden Fall mit Bueno war, mit so einer Bueno-Füllung. Boah, schmeckt das krass. Also diese Kombination jetzt von Drachenfrucht mit Bueno. Also, das ist wirklich geil gewesen, dass diese Ananasringe zwischendurch auch noch so eine Glasur bekommen haben. Schmeckt geil, wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Also meine Geschmacksflossen wissen gerade wirklich nicht wohin, wegen dem Donutteig, der an sich ja schon einen krassen Geschmack hat, Pistazie, Drachenfruchtstücke gefroren, dann Ananas und dann weiße Schokolade. Also wie gesagt, das ist gerade so ein absolutes Geschmackschaos, sage ich mal, im positiven Sinne. Also Leute, wir haben jetzt knapp die Hälfte gegessen, 14 Donuts. Mal ein kurzer Check, weil auch im Livestream gefragt wurde. Wir haben 43 Minuten noch und 74 hatten wir Zeit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon ordentlich, ich sag mal, Zeit weg. Und es ist halt doch mehr, als man denkt. Ne? Also wie gesagt, wir gehen jetzt erst in den 15. Donut rein. Das heißt, gerade mal noch nicht mal die Hälfte geschafft. Und von der Zeit her wird es doch, ich sag mal, ein bisschen eng. Auch wenn wir viel quatschen, ein bisschen was machen im Hintergrund. Aber es ist wirklich anstrengender, als man denkt. Vor allem seht ihr es, wie platt gedrückt die einfach sind. Jetzt sieht man langsam einfach mal, wie viel Gewicht da drauf war. Weil sie jetzt halt immer platter werden. Ne? Von der Masse her trotzdem immer noch das Gleiche. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein. Upsi, in Donut Nummer 15. Ihr merkt es da halt richtig, ne? Vom Völlegefühl her und auch Anstrengung her. Ich werde jetzt auch richtig an zu schwitzen. Ist definitiv eine andere Hausnummer. Ich weiß, warum süß eher bei mir immer als Dessert kommt und eher herzhaft als Anfang, weil, boah, das ist wirklich krass. Aber jetzt gehen wir rein in Donut Nummer 21 und damit sind wir bei, das müsste tatsächlich entweder wieder, das müsste Zitrone sein. Ja. Ist Zitrone? Oh, wir haben auch direkt 2 Ananasringe genommen. Einmal oben, einmal unten. Oh, der danach sieht aber geil aus. Dann gehen wir rein in den nächsten. Das ist jetzt Donut Nummer 23. Boah Leute, und ohne Witz, ne? Es ist so krass mittlerweile. Die fühlen sich meiner Meinung nach auch immer schwerer an, weil sie so platt gedrückt sind. Da sieht man einfach mal, wie viele Kilos da drauf gelegen haben, ne? Halleluja.
wisst ihr, was gerade gut tut? Ich meine, Real Talk, ne? Auch wenn man es nicht glaubt. Aber das ist einfach ein normaler Schokodonut gerade, ne? Das ist einfach ein normaler Schokodonut. Und der ist mit nichts irgendwie on top und so. Und es ist gerade irgendwie wie so eine Neutralisierung, sag ich mal. Na geil, mein Lieber. So, ich habe jetzt auch noch einen Donut. Für mich aber. Ich wollte gerade sagen, die willst du auch nicht mir noch geben. Ich verstehe, die Masse schon kaum noch runter. Also Leute, 10 Minuten noch. Mit dem hier sind es noch 4,5. Und es wird immer anstrengender. Diese Masse im Mund, ne? Also schmecken tut es immer noch, kann man nichts sagen. Aber diese Masse im Mund, ne, ist zu krass. Ist wirklich zu krass. Er geht jetzt mit dem 28. Stück rein. Er hat noch, warte, was sagt die Zeit? 4 Minuten 30 Sekunden. Okay. Damit du den letzten Donut noch genießen kannst, schenke ich dir noch 3 Minuten on top. Somit hast du noch ein bisschen mehr Zeit. Mal schauen. Wir machen das mit 74. Machst du 74? Ziehst du durch? Stark. Respekt. Boah, der letzte Stück. Das letzte Stück. Bei 74 Minuten. Noch 1 Minute 40 hat er. Die letzte Minute bricht jetzt an. Noch die Füllung dazu, die ein bisschen rausgerutscht ist, aber stark. Eine Sekunde, jetzt muss ich runterschlucken. Also das war heftig. Ja? Wie Boah, fühlst du dich jetzt? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich gerade gut, würde ich lügen. Und das mache ich nicht. Ihr habt schon Challenge gehabt, wo ich mich schlechter gefühlt habe, ne? Also wo es auch gar nicht mehr ging. Aber es ist definitiv mit einer Challenge, wo ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier gleich nicht mal eben so raus und fühle mich wie vorher. Also es ist definitiv gerade, dass ich sage, ich brauche gerade ein paar Minuten. Ist ja auch was komplett anderes, wenn du nur was Süßes Ich sag isst. ja, das ist nur Süße und irgendwann hast du halt diesen Geschmack im Mund, was halt nur noch klebrig Ja, genau, fest genau. ist und so. Und auch wenn es vom Geschmack her, ich sag mal, immer noch gut schmeckt, so, ne? Weil es schmeckt halt immer noch geil, muss man einfach sagen, ne? Weil auch ein Geschmack immer unterschiedlich war. Aber boah, diese Ananas hat mich nachher ein bisschen fertig gemacht. Und halt nachher einfach der Teig, ne? Ja. Boah, Halleluja. Aber es war wirklich, es war anstrengend. Es ist richtig, richtig anstrengend. Willst du noch ein Eis on top? Was weggeschmolzen ist. Boah, habt ihr auch einen Becher? Ja, klar. Boah, dann Vanilleeis, ja. Ja? Mach ich sofort. Boah, hör mir auf mit Schoko, ey. Kann halt Ich glaube wirklich jetzt ein einfaches Vanilleeis einfach. Oh, ich glaube, das tut wirklich nochmal ganz gut jetzt. Also meine Lieben, damit kommt auch nochmal ein schöner Nachtisch, wie er hier auch nicht fehlen darf. Und ich habe aber diesmal gesagt, ich brauche keine Schokostreusel oder so drüber, sondern ein einfaches Vanilleeis, das reicht. Auch ohne Hörnchen und alles. Und damit genießen wir nochmal den Sieg und nochmal zum Abschluss ein Vanilleeis. Ich muss ehrlicherweise sagen, ne, ich kriege ja immer so einen Geschmacksorgasmus am Ende, wenn ich ein Dessert esse, nach keine Ahnung wie viel herzhaften Sachen. Es tut gerade gut, aber es ist auf jeden Fall nicht dieser gleiche Geschmacksorganismus wie sonst, weil dafür war schon zu viel süß drin. Ja, ne? genau. Aber es ist trotzdem gut geil. Damit sind wir bei Stempel Nummer 19 angekommen. Genau. Einmal eine schöne Unterschrift und ein schöner Kleber. Gerne. Perfekto. Ein Lebenstraum. Ein Lebensträumer. Wird schon. Ich danke dir vielmals, mein Lieber, Kein Problem. für Stempel Nummer 19. Aber Stark. damit Stempel Nummer 19 im Big M Lifetime Pass und ich würde sagen, die ersten Donuts, die ich kostenlos genießen kann, plus hoffentlich irgendwann mal einen geilen Kaffee. Mein Lieber, da fällt mir schon der Stift aus der Hand. Vielen Dank nochmal. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat mich Danke auch sehr dir. gefreut. Danke dein Team. Also euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Leuten, die jetzt im Hintergrund gearbeitet haben, bei euch und bei dir. Es sind ja auch nochmal andere Leute mehr gewesen, mehr als sonst. Deswegen vielen Dank dafür. Gerne abonnieren, liken, teilen und dementsprechend natürlich auch Dream Donuts in Köln abchecken. Und dann könnt ihr ja mal gerne versuchen,
auch wenn es nicht zum Nachmachen geeignet ist. Ob ihr mal mehr als 2, 3 oder 4 Donuts schafft. Ich bezweifle es ganz stark, dass viele das schaffen, aber gerne mal versuchen. Aber ansonsten einfach mal vielleicht den Signature hier probieren oder vielleicht auch in Zukunft mal so ein Big M Donut, wenn wir das Ganze mal hinbekommen. Noch gibt es den nicht, aber vielleicht in Zukunft lasse ich euch auf meinen Kanälen wissen. Wie gesagt, gerne liken, abonnieren, teilen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Liebe Grüße aus Köln. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao zusammen.